Heute zeige ich dir eine Übung, mit der auch du die Doppelzunge trainieren kannst, damit die eben am Ende sauber läuft. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespiel. Mein Name ist Nico von Nikolai Kamp Trompetentraining. Die Doppelzunge gehört natürlich heutzutage zu den Standardfertigkeiten, die ein Trompeter, eine Trompeterin, aber natürlich auch auf dem Flügelhorn und auf allen anderen Blechblasinstrumenten beherrscht werden sollte. Wie wir das Ganze trainieren, heute zeige ich dir eine Übung, mit der auch du diese Fertigkeit Schritt für Schritt trainieren kannst, damit auch du am Ende diese Doppelzunge auf deinem Instrument beherrschst. Wir fangen mit einer leichten Übung an, steigern diese Übung und am Ende zeige ich euch noch die Übung, mit der wir eben dann unser Ziel erreicht haben. Los geht's! Meine Übung besteht aus 3 Schritten. Das heißt, der erste Schritt ist der gesprochene Text. Wir haben für die Doppelzunge ja immer Silben. Ich wähle immer die Silben Dü und Gü. Das heißt, wir haben Dügü, Dügü, Dü. Dementsprechend auf den Text, auf den Rhythmus übertragen. Das machen wir aber gleich. Der zweite Schritt ist die Luftführung. Das heißt, jetzt fällt die Stimme weg und ich mache die Übung nur auf diese Art und Weise. Ein kleiner Zwischenschritt, um besser auf die Trompete wechseln zu können, wäre diesen Luftstrom dann direkt aufs Instrument zu übertragen, aber noch ohne Ton. Ich dichte auch gar nicht richtig ab zum Mundstück, aber das Mundstück hat schon Kontakt zu den Lippen und ich gebe Luft ins Instrument, damit wir einfach schon etwas näher am Instrument sind. Und der dritte Schritt ist eben dann der Übertrag aufs Instrument. Das heißt, wir spielen diese Fertigkeit, die wir uns gerade eben über Stimme und über Luftfluss beigebracht haben, eben auf unseren Instrumenten. Wir nehmen einen leichten Rhythmus und zwar eine Achtel, 2 Sechzehntel und ein abschließender Ton. Viertel, Achtel, das ist in dem Fall egal. Das heißt, wir haben den ersten, die Achtel, als angestoßenen Ton Dü. Jetzt kommen 2 Sechzehntel mit Dü, Gü und der abschließende Ton mit Dü. Das heißt, ich habe, wenn ich es schnell mache, Dü, Dügü, Dü, beziehungsweise Dü, Dügü, Dü, Dü, Dügü, Dü, Dü, Dügü, Dü. Der nächste Schritt, ich lasse die Stimme weg. Dü, Dügü, Dü, Dü, Dügü, Dü, Dü, Dügü, Dü. Ihr seht, ich mache die Lippen schon etwas enger, damit der Luftstrom gut zu hören ist und ich dann dementsprechend schon kurz vorm Buzzing bin. Das heißt, dann ist der Übertrag aufs Instrument natürlich schneller passiert, als wenn ich eine große Öffnung mit den Lippen habe. Jetzt kommt der Zwischenschritt, das heißt der Luftstrom auf dem Instrument. Und jetzt eben die Übung auf dem Instrument. Ich starte auf dem G1. Kann dann dementsprechend natürlich auch das Tempo erweitern. Wichtig ist immer, dass wir diese 3 Schritte einhalten. Das heißt, erstmal die Bewusstmachung über Stimme, über Luftstrom und dann der Übertrag aufs Instrument. Ich habe das damals auch durchgezogen und nach 2 Monaten hat die Doppelzunge dann so funktioniert, dass ich auf der gleichbleibenden Tonhöhe die Doppelzunge spielen konnte. Letztendlich kommt natürlich dann der finale Schritt, dass wir nicht auf einer gleichbleibenden Tonhöhe die Doppelzunge spielen, sondern auch im bewegten Zustand. Aber das ist dann das Upgrade, das heißt, da gibt es nochmal ein neues Video dafür. Wir bleiben erstmal auf einer Tonhöhe. Wenn du diesen Rhythmus, den wir gerade eben gemacht haben, beherrschst, dann machen wir eine Erweiterung. Das heißt, diese Doppelzunge in der Mitte, bestehend aus 2 Sechzehnteln, wird erweitert um nochmal 2 Sechzehntel und nochmal 2 Sechzehntel. Du merkst, die Sechzehntelkette wird etwas erweitert und dementsprechend haben wir natürlich mehr Bewegung in der Doppelzunge und die brauchen wir natürlich dann auch wieder über unsere 3 Schritte. Das heißt, ich habe jetzt die doppelte Bewegung, das heißt 4 Sechzehntel in der Mitte. Die Silben sind dann also Dü, Dügü, Dügü, Dü. Schnell gesprochen, Dü, Dügü, Dügü, Dü. Dü, Dügü, Dügü, Dü. Dü, Dügü, Dügü, Dü. Dü, Dügü, Dügü, Dü. Je nachdem, wo die Betonung ist in dieser Bewegung, kann ich natürlich dann dementsprechend auch die Betonung setzen. Jetzt der Luftstrom. Zwischenschritt. Und der Übertrag aufs Instrument. Und Tempo.
und so weiter und so fort. Am Anfang natürlich nicht zu schnell und nicht zu viel auf einmal wollen, sondern Schritt für Schritt sich dem Ganzen annähern. Deswegen auch diese 3 Schritte eben für die Doppelzunge. Und wenn du merkst, es läuft auf der Trompete rund, dann gerne Tempo anziehen und dementsprechend auch um die Sechzehntelgruppe erweitern. Wir nehmen uns jetzt eine Übung. Die Töne sind folgendermaßen. G, ich starte auf dem G und bewege mich in G-Dur, das heißt wir haben ein Fis, G, Fis, G, A, H, C, D nach oben und jetzt geht es stufenartig wie bei der Tonleiter abwärts über C, H, A zum G1 wieder. Einmal vorgespielt. Das ist die Übung, das ist die Tonfolge, mit der wir jetzt die Sechzehntelgruppe eben versuchen zu spielen. Wir bleiben mit dem Rhythmus immer auf der gleichbleibenden Tonhöhe. Das heißt, ich habe und so weiter und so fort. Ich mache es euch auch einmal vor. Ihr könnt natürlich auch wieder eure 3 Schritte machen. Ich starte jetzt aber gleich auf dem Instrument. Der nächste Schritt jetzt bei dieser Übung wäre, ich würde meinen letzten Anstoß, das heißt jetzt habe ich ja den Rhythmus gehabt von einer Achtel, 2 Sechzehntel und einer Viertel am Ende. Jetzt würde ich die Viertel weglassen und sofort auf die nächste Tonstufe wechseln. Das heißt, wenn ich jetzt G hätte, G, 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 Fis, 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 G, 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 A, 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 H und so weiter und so fort. Ich mache es euch einmal langsam vor und dann einmal schnell. Wichtig ist immer, dass die Luft fließt und dass die Lippenmuskulatur locker eingestellt ist. Natürlich so angespannt, dass wir abdichten zu unserem Mundstück und die Luft ins Instrument geht, aber mehr Spannung ist nicht notwendig. Immer gut kontrollieren und wenn du merkst, du hältst die Spannung nicht, die Luft geht irgendwann raus, dann spiel die Übung erstmal wieder in Achtel und gebunden, danach in Achtel und angestoßen und danach wieder auf diesem Rhythmus, damit wir eben die Doppelzunge auf unserem Instrument trainieren. Und das Ziel dieser Übung ist natürlich, dass wir erstens mal natürlich das Tempo anziehen, aber auch durchgängig in Sechzehntel spielen. Das heißt, ich habe pro Tonhöhe 2 Sechzehntel und eben ohne einen Anstoß von einer Achtel oder von einer Viertel gehe ich komplett durch die ganze Übung durch. Oder und jetzt am Instrument eben erstmal mit Luftfluss. Pass immer auf, dass deine Finger und deine Zunge gut koordiniert sind. Ansonsten haben wir immer so diesen Pfa-Anstoß. Und da müssen wir eben aufpassen, dass die Zunge und die Ventile gut koordiniert sind. Los geht's auf der Trompete. Und dann natürlich wieder Tempo anziehen, damit das Ganze auch schnell läuft. Wenn du merkst, du kannst es nicht so schnell, dann mach das Ganze einfach langsamer. Wenn du merkst, du hast bei der Tonverbindung C auf D2 immer einen Bruch und kommst da nicht richtig drüber, beziehungsweise wenn dein höchster Ton eventuell das C2 sogar sein sollte und du einfach nicht weiter nach oben kommst, dann mach diese Übung tiefer. Das heißt, wir starten auf F, haben jetzt auch kein Kreuzvorzeichen mehr wie in G-Dur, sondern ein B-Vorzeichen, wie es eben in F-Dur ist. Das heißt, die Tonfolge wäre dann F, E, F, G, A, B, C und jetzt wieder abwärts B, A, G auf F1. Das heißt, die Töne klingen dann folgendermaßen. Das heißt, und dann sind wir eben beim F1 am Ende wieder angelangt. Wie gesagt, mach erst immer diese 3 Schritte. Gesprochener Text, dü, dü, gü, dü. Oder beziehungsweise dü, 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 dü und so weiter und so fort. Danach kommt der Luftstrom. Und dann der Zwischenschritt eventuell, wenn du den brauchen solltest, Luftstrom auf dem Instrument, also. Und dann am Ende eben das Spiel auf deinem Instrument. Wichtig ist bei der Doppelzunge immer, dass du ein gewisses Tempo spielst, damit eben die Zunge die Doppelbewegung macht, also dieses Dü-Gü. Aber nicht
dass du so langsam spielst, dass du sozusagen schummeln kannst und die Doppelzunge noch mit der Einfachzunge spielen kannst. Also da musst du aufpassen, dass du dich in dem Tempo bewegst, damit die Doppelzunge einfach zum Tragen kommt und nicht die Einfachzunge. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video einen Schritt weiterhelfen, damit auch bei dir die Doppelzunge funktioniert. Lass am Ende von dem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.